Das alte Ägypten ist einer der interessantesten Orte in der Geschichte. Die Besessenheit der alten Ägypter über das Leben nach dem Tod, die große Pyramide und die goldenen Schätze und die riesigen Botschaften, die sie hinterlassen haben, faszinieren die Vorstellungskraft der Menschen seit 1000 Jahren. Heute werde ich euch die schrecklichsten Tatsachen über das alte Ägypten erzählen und ihr werdet euch sicherlich unwohl fühlen. Aber bevor ich anfange, empfehle ich meinen Kanal zu abonnieren und dann gehen wir zu den interessantesten. Unsere Spitze öffnet sich für ein schreckliches Ereignis, das als Cholera-Ausbruch bekannt ist. Einmal löste das Geschenkpapier, in dem die Mumie eingewickelt war, einen Cholera-Ausbruch in ganz Europa aus. Dann gab es viele Mumien, die illegal aus dem alten Ägypten exportiert wurden. Europäer haben viel Spaß, öffnen Mumien auf Partys, danach werden alle müde. Sie werden einfach zu unnötigem Müll, aber ein Unternehmer entscheidet sich aufzugeben. Der Vater benutzte das Geschenkpapier, um die Mumie zu wickeln. Dies geschah zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Geschäftsmann dachte daran, Lebensmittel darin zu packen, und es gab einen Cholera-Ausbruch in Europa. Die nächste gruselige Tatsache erzählt von der Mäßigung der Diener. Jeder weiß, dass das alte Ägypten seine eigene Hierarchie hatte. Die Diener hatten oft eine harte Zeit und manchmal wurden sie inakzeptabel grausam behandelt. Es wurde angenommen, dass diese Leute ihren Pharao im Jenseits weiterhin dienen sollten, also wurden sie zum Tod gezwungen. Während der Zeremonie hatte der Diener jedoch keine Einwände. Sie betrachten es als Geschenk. Ein glückliches Leben, wie sie überzeugt sind. Nach dem Tod sind sie einfach von der Idee besessen. Darüber hinaus ist es eine Ehre, mit dem Meister verlassen zu können. Darauf können nur privilegierte Untergebene zählen. Trotzdem kann es gruselig sein zu erkennen, dass ihr Leben vom Leben eines anderen abhängt. Die nächste gruselige Tatsache sagt uns, dass mumifiziertes Fleisch als Medizin verwendet wurde. Für die meisten Menschen auf diesem Planeten ist Kannibalismus die schrecklichste Sache, selbst wenn es keinen anderen Ausweg gibt, selbst wenn der Gedanke daran fast sofort einen Erbrechensreflex auslöst. Wie schrecklich das auch klingen mag. Im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts gab es dort eine ganz andere Sichtweise. Menschliches Fleisch ist zu einem Trend geworden und man glaubt, dass es verschiedene Krankheiten heilt. Alles beginnt mit den Mumien, die zerquetscht und der Tinktur hinzugefügt werden. Dann fingen die Menschen an, Blut zu trinken, um Blutkrankheiten zu heilen, und zerbrochene Schädel zu essen, um Gehirnkrankheiten loszuwerden. Wenn Kannibalismus heutzutage gruselig ist, wird es in Europa als normal angesehen, andere zu essen. Und ich habe alles versucht, um gesund zu sein. Der nächste Faktor erzählt von dem Opfer der Ungläubigen. Im alten Ägypten waren die Menschen von allen Arten von Göttern besessen und erreichten oft den Punkt des völligen Wahnsinns. Diejenigen, die nicht an den Sonnengott glaubten, wurden überhaupt geopfert, ebenso wie diejenigen, die ihn nicht respektierten oder ihn mit ihren Handlungen beleidigten, und diejenigen, die für Gottmissachten schuldig waren, wurden einfach bei lebendigem Leib verbrannt. Das ist SVO. Mein Opfer an die Götter, obwohl es in der Antike so grausam war, lebendig zu verbrennen, betrachteten die Ägypter es als den schrecklichsten Tod wegen der rituellen Bedeutung dieser Handlung. Die Ägypter waren davon überzeugt, dass ein Mensch nach dem Tod in seinem früheren Körper lebt, und wenn er nicht da ist, dann gibt es im Jenseits keinen Platz zum Wohnen. Das Verbrennen ist daher die schrecklichste Strafe, denn ein Mensch wird nicht nur dieses Leben beraubt, sondern auch das Jenseits. Die nächste gruselige Tatsache zeigt uns, dass die Schuld dem Zauberer entscheidet. In den letzten Jahren des alten Ägyptens hatten die Priester eine sehr große Macht über das Volk, und sogar die Behörden fürchteten sie, weil sie angeblich mit den Göttern verbunden waren, so dass sie sofort eine große Anzahl von Menschen beeinflussen konnten.
Damals griff der Priester sogar in den Gerichtsverfahren ein und das Gericht stellte 2 Dokumente aus, um festzustellen, ob eine Person schuldig ist oder nicht, und der Priester schrieb sie der Statue des Sonnengottes zu. Anschließend bekamen sie die Antwort, in welche Richtung die Statue gedreht hatte. Diese Antwort wird als richtig angesehen. Tatsächlich manipulierten die Priester das Gericht und entschieden sich selbst, wer schuldig und wer unschuldig war. Das Leben der Menschen hängt von den Betrügern ab, die wissen, dass ihre Worte als Pos angesehen werden. Von Gott? Eine weitere gruselige Tatsache erzählt von der Todesstrafe. Das Leben im alten Ägypten war ziemlich grausam, aber die Todesstrafe wurde nicht oft angewendet. Es gab sogar eine Zeit, in der es ungefähr 150 Jahre lang völlig verboten war. Diese Strafmethode gilt nur für schwere Straftaten, zum Beispiel lebendig verbrannt wegen Gottlosigkeit, Hochverrat, Mord und so weiter. Die Todesstrafe im alten Ägypten war sehr grausam. Menschen wurden enthauptet, ertränkt und sogar an Pfähle genagelt. Aber es beendete auch die schreckliche Geschichte über den Fluch der Mumien, über den es viele Legenden gibt, aber die Wissenschaftler konnten diese Geheimnisse nicht lösen, weshalb sie sich unwohl fühlten. Diese Geschichten tauchten schon vor der Entdeckung von Tutanchamuns Grab auf. Es wird angenommen, dass die Überreste der Mumie unter keinen Umständen gestört werden sollten. Denn was eine Person erwartet, wird die schrecklichste Strafe sein, die Todesstrafe. So. Selbst in unserer Zeit ist das nicht ungewöhnlich. Vor nicht allzu langer Zeit zum Beispiel öffneten 26 Wissenschaftler Mumien und anschließend begannen sie zu sterben. Sie starben alle aus gewöhnlichen Gründen. Zum Beispiel starb der Leiter der Expedition an einer Blutvergiftung, aber die Frage bleibt, warum begannen sie plötzlich alle zu sterben? Wissenschaftler haben versucht, dieses Geheimnis zu lösen, viel Forschung durchgeführt und die Überreste der Mumie untersucht, aber nichts gefunden. Sie haben nicht gefunden, nur einen leichten Pilz, der nicht zu solchen Folgen führt. Wenn Ihnen das Video gefällt, vergessen Sie nicht, den Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren.